Heute zeige ich euch, wie ihr die Bikebox aufbaut und euer Fahrrad versandfertig verpackt. Das sieht am Anfang zwar abenteuerlich aus, aber versprochen, das ist gar nicht so kompliziert. Als erstes stellen wir die Box auf den Kopf und öffnen die Gurtbänder. Danach ziehen wir die Box auseinander und bringen sie grob in Form. Das Material ist etwas starr und darf deshalb ruhig mit etwas Kraft an den Knickstellen aufgebunden werden. Ihr seht, das Ganze muss auch wirklich nicht perfekt sein, denn die Stabilität kommt letztendlich durch die Bodenplatten und die falten wir jetzt rundherum einmal raus. Jetzt klappen wir noch die beiden langen Bodenklappen an den Seiten raus. Anschließend falten wir die Radhalterung zu einem Dreieck, wo die Spitze ins Innere der Box zeigt. Als nächstes machen wir uns an die Bodenklappen. Zuerst nehmen wir die Innenseiten, die erkennt man an den Klettbändern. Hier wollen wir die eckigen Laschen in die Gegenseite stecken und diese dann mit dem Klettband befestigen. Hierbei helfen die Löcher, um die Box zurechtzuziehen. Hier unbedingt darauf achten, dass die Laschen auch tatsächlich drinstecken. Danach machen wir uns an die restlichen Bodenklappen. Dazu nehmen wir einfach diese Lasche und stecken die auf der Gegenseite rein. Und dann, ganz wichtig, an diesem Punkt einmal kräftig drücken, bis ein Klicken zu hören ist. Zum Schluss klappen wir diese lange verstärkte Bodenplatte rein und auch hier wieder darauf achten, dass alle Knöpfe richtig reingedrückt sind. Jetzt ist es Zeit, die Box wieder umzudrehen und weil das alleine nicht so richtig elegant geht, legen wir sie einfach vorsichtig hin. Auch hier falten wir wieder alle Klappen raus und da bloß nicht zu zaghaft sein, sondern schön kräftig runterdrücken, damit das Ganze auch offen bleibt. Als nächstes öffnen wir das Tor und fixieren es mit dem Gurt. Jetzt geht's dran, das Fahrrad vorzubereiten. Und weil das so natürlich noch nicht in die Bikebox passt, nehmen wir jetzt als erstes die Pedale ab und drehen den Lenker um 90 Grad. Jetzt heben wir das Rad einfach in die Box und schieben es vorsichtig in die Radlaufschienen. Mit den Klettbändern wird das Rad jetzt in der Box zentriert. Ab jetzt ist es wichtig, die Box nicht mehr loszulassen, damit sie nicht mitsamt des Fahrrads umkippt. Als nächstes schließen wir das Tor. Und ganz wichtig, die Gurtbänder reinfädeln und innen verschließen. Danach falten wir die oberen Klappen nach innen und befestigen sie. Und ganz wichtig, diese kurzen Klappen an den Enden werden in die Mitte geklappt. Jetzt muss nur noch das Versandlabel, was du per Mail bekommen hast, an der dafür vorgesehenen Stelle befestigt werden und dann hast du es auch schon geschafft und das Fahrrad ist bereit zur Abholung.